Chris Watts, der Mann, der das Unvorstellbare tat. Doch was, wenn die Wahrheit, die wir kennen, nur die halbe Geschichte ist? Nicole Kessinger, eine Frau, deren Name in diesem Fall nicht verstummt. Ihre Rolle, ihr Alibi, ihre Aussagen, alles wirft Fragen auf. Was geschah wirklich in jener Nacht, als Shanann, Bella und Celeste starben? Und wie passt der mysteriöse Jim, der Mann, bei dem Nicole angeblich war, in diese Geschichte? 111 Minuten. So lange sprachen Chris und Nicole kurz vor dem Morden. Doch was besprachen sie? Warum gibt es keine Beweise für einen Anruf danach? Und warum hat Nicole Nachrichten gelöscht? Heute werfen wir einen unerschrockenen Blick auf die Geheimnisse hinter dem Fall Watts. Von toxischen Beziehungen bis zu einer möglichen Mittäterschaft. Was wurde übersehen? Die tödliche Affäre. Chris Watts führte scheinbar ein perfektes Leben. Eine Frau, 2 Töchter, ein schönes Zuhause. Doch im Sommer 2018 begann eine verhängnisvolle Affäre mit Nicole Kessinger. Diese Beziehung veränderte alles, während Shanann sich um ihre Kinder kümmerte und versuchte, die Ehe zu retten, wendete sich Chris emotional ab. Doch war diese Affäre nur eine Ablenkung oder der Auslöser für die Tragödie? Nicole Kessinger behauptete, die Mordnacht bei ihrem Freund Jim verbracht zu haben. Doch es gibt keine bekannten Hinweise darauf, dass diese Aussage intensiv überprüft wurde. Weder wurden physische Beweise für ihr Alibi vorgelegt, noch scheint Jim selbst von den Ermittlern ausführlich befragt worden zu sein. Kurz vor den Morden führten Chris und Nicole ein Telefonat, das ganze 111 Minuten dauerte. Die Inhalte dieses Gesprächs bleiben unbekannt. Ermittler vermuten, dass sie alternative Messaging-Apps genutzt haben könnten, um Spuren zu verwischen. Doch warum sollte Nicole Beweise löschen, wenn sie nichts zu verbergen hatte? Dieses Gespräch könnte entscheidend sein, um die Dynamik zwischen den beiden zu verstehen und die Ereignisse dieser Nacht zu entschlüsseln. Dylan Tolman, ein ehemaliger Zellengenosse von Chris Watts, behauptet in seiner Buchreihe, dass Nicole Chris ein Ultimatum gestellt habe. Deine Familie oder ich. Könnte dieser Druck Chris zu seiner Entscheidung getrieben haben? Tolman beschreibt Nicole als eine treibende Kraft, die Chris zu den Taten anstachelte. Doch wie glaubwürdig sind diese Anschuldigungen? Und warum wurde diese Aussage nie intensiver untersucht? Zusätzlich zu den Aussagen von Dylan Tolman gibt es auch von David Carter, einem weiteren ehemaligen Zellengenossen von Chris Watts, belastende Behauptungen. Carter berichtet, dass Watts ihm gegenüber geäußert habe, Nicole Kessinger sei für den Tod seiner Kinder verantwortlich. Das Interview mit David Carter wird oben rechts eingeblendet. Nach der Verhaftung von Chris Watts gerieten auch andere Details ans Licht. Gelöschte Nachrichten, unüberprüfte Alibis und die Nutzung verschlüsselter Apps. Nicole Kessinger versuchte, sich aus der Affäre zu ziehen. Doch ihre Handlungen werfen Fragen auf. Warum war sie so bedacht darauf, Spuren zu beseitigen? Und was genau wurde während der Ermittlungen übersehen? Abschließend stellt sich die Frage, ob der Fall Chris Watts zu schnell abgeschlossen wurde. Einige Beobachter meinen, dass die Ermittler sich möglicherweise zu sehr auf sein Geständnis verlassen und dadurch wichtige Aspekte wie das Alibi von Nicole Kessinger nicht ausreichend überprüft haben. Diese Einschätzung wird durch die Tatsache unterstützt, dass Kessinger nach den Morden ihren Browserverlauf löschte, was auf ein mögliches Bewusstsein für die Schwere der Situation hindeutet. Zudem gibt es Hinweise darauf,
dass Kessinger bereits vor Beginn ihrer Beziehung zu Watts Informationen über seine Frau Shannan suchte, was Fragen zu ihren Motiven aufwirft. Diese unbeantworteten Fragen lassen Raum für Spekulationen darüber, ob alle relevanten Beweise und Zeugenaussagen im Fall Chris Watts vollständig berücksichtigt wurden. Die Rolle von Nicole Kessinger bleibt ein Rätsel. Ihr Alibi, ihre Aussagen und ihre Verbindung zu Chris werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Was denkt ihr? War sie unschuldig oder wusste sie mehr, als sie zugab? Schreibt es in die Kommentare. Was geschah wirklich in jener Nacht, als Shannan, Bella und Celeste starben? Und wie passt der mysteriöse Jim, der Mann, bei dem Nicole angeblich war, in diese Geschichte? 111 Minuten. So lange sprachen Chris und Nicole kurz vor dem Morden. Doch was besprachen sie? Warum gibt es keine Beweise für einen Anruf danach? Und warum hat Nicole Nachrichten gelöscht,